Deutsch lernen durch Hören. Ich bin ledig. Ich bin verheiratet. Ich bin geschieden. Haben Sie Kinder? Hast du Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder. Ich habe keine Kinder. Ja, ich habe 2 Töchter. Haben Sie Geschwister? Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester und 2 Brüder. Ich bin Zwilling. Ich bin ein Einzelkind. Der Bruder. Die Schwester. Die Mutter. Der Vater. Die Tochter. Der Sohn. Die Eltern. Die Geschwister. Hier sind einige Wörter zum Thema Familie. In der nächsten Stunde lernen wir noch mehr Wörter dazu. Meine Familie. Hallo, ich bin Lukas und ich stelle euch meine Familie vor. Ich habe 2 Schwestern. Sie heißen Anna und Julia. Anna ist 12 Jahre alt und geht zur Schule. Ich bin ihr großer Bruder. Wir spielen oft zusammen. Julia ist 32 Jahre alt und verheiratet. Meine Mutter und mein Vater heißen Lisa und Thomas. Sie kümmern sich immer um uns und helfen uns bei den Hausaufgaben. Meine Eltern arbeiten beide im Krankenhaus. Meine Mutter ist Ärztin und mein Vater ist Krankenpfleger. Ich habe auch eine Großmutter und einen Großvater. Sie wohnen in einem kleinen Haus auf dem Land. Mein Großvater hat einen Garten und viele Pflanzen. Meine Großmutter kocht sehr gut. Sie macht oft Kuchen für uns. Mein Onkel heißt Markus. Er ist der Bruder meiner Mutter. Seine Frau ist meine Tante. Sie haben 2 Kinder. Meine Cousine Lisa und meinen Cousin Ben. Wir spielen zusammen, wenn wir uns treffen. Mein Schwager heißt Tim. Er ist mit meiner Schwester Julia verheiratet. Sie haben eine kleine Tochter. Das ist meine Nichte. Ich bin ihr Onkel. Natürlich habe ich kein Enkelkind. Ich bin ja erst 15. Ich habe auch einen Freund, Erik. Er ist mein bester Freund. Wir gehen zusammen zur Schule. Manchmal treffen wir uns mit unserem Kumpel Tim. Das ist meine Familie. Sie ist groß und ich mag sie sehr. Können Sie das wiederholen? Ich verstehe das nicht. Was heißt das auf Deutsch? Noch einmal bitte. Können Sie langsamer sprechen, bitte? Ich habe eine Frage. Was bedeutet das? Entschuldigung,
Ich bin zu spät. Darf ich auf die Toilette gehen? Wer möchte lesen? Sehr gut. Können Sie das noch einmal sagen? Was ist die Antwort? Wie heißt Pencil auf Deutsch? Pencil heißt auf Deutsch Bleistift. Auf Türkisch heißt es Kurşun kalem. André, wie heißt Eraser auf Deutsch? Das heißt Radiergummi. Ah, danke. Und wie sagt man Stapler? Stapler heißt Hefter. Super, danke. Es ist echt schwer, sich alle Wörter zu merken. Ja, aber keine Sorge, wir lernen zusammen und üben jeden Tag. Stimmt, vielleicht können wir nach dem Kurs ein bisschen wiederholen? Gute Idee. Lass uns in das Café nebenan gehen. Was ist heute für ein Tag? Welcher Tag ist heute? Welcher Monatstag ist heute? Heute ist Freitag. Welcher Tag ist Ihr Lieblingstag? Welcher Tag ist dein Lieblingstag? Mein Lieblingstag ist der Samstag. Der Montag. Der Dienstag. Der Mittwoch. Der Donnerstag. Der Freitag. Der Samstag. Der Sonntag. Montag früh, ich bin so müde. Dienstag denk ich, ach schon wieder. Mittwoch sag ich, fast geschafft. Bald ist Freitag, ich hab Kraft. Montag, Dienstag, Mittwoch, puh. Donnerstag, Freitag, juhu. Samstag, Sonntag, frei, hurra. Die Woche ist jetzt wunderbar. Donnerstag ist auch noch schwer. Freitag sag ich nicht mehr lang. Samstag schlafe ich sehr viel. Sonntag Ruhe, das ist mein Ziel. Montag, Dienstag, Mittwoch, puh. Donnerstag, Freitag, juhu. Samstag, Sonntag, frei, hurra. Die Woche ist jetzt wunderbar. Montag früh, ich bin so müde. Dienstag denk ich, ach schon wieder. Mittwoch sag ich, fast geschafft. Bald ist Freitag, ich hab Kraft. Montag, Dienstag, Mittwoch, puh. Donnerstag, Freitag, juhu. Samstag, Sonntag, frei, hurra. Die Woche ist jetzt wunderbar.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Welche Farbe hat es? Die Wand ist weiß. Meine Augen sind grün. Katjas Augen sind braun. Ich habe blaue Augen. Schwarz, grau, weiß, rot, blau, lila, grün, rosa, braun, gelb, orange. Paul ist 5 Jahre alt. Er liebt Farben. Sein Lieblingsball ist grün. Sein Fahrrad ist blau. Sein T-Shirt ist gelb. Eines Tages malt Paul ein Bild. Er malt ein rotes Haus, einen grünen Baum und einen blauen Himmel. Seine Mama sagt: »Das Bild ist schön, Paul.« Paul lacht und sagt: »Meine Welt ist bunt.« Sophie, welche Farbe ist das? Das ist rot. Sehr gut. Und die Banane? Gelb. Und der Himmel? Blau. Super. Jetzt kennst du viele Farben. Ich bin müde. Ich bin krank. Ich bin krank heißt, dass Sie allgemein krank sind. Stellen Sie sich vor, ein Arbeiter ruft morgens seinen Chef an und sagt: »Ich bin krank. Ich kann heute nicht kommen.« Der Chef fragt dann: »Was hast du denn?« Und der Arbeiter sagt: »Ich bin erkältet. Ich habe Husten und Schnupfen.« Hier sehen Sie, ich bin krank ist allgemein. Und danach erklärt er genauer, was er hat. Ich habe Durst. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger und ich bin hungrig bedeuten das Gleiche. Aber ich habe Hunger wird im Alltag viel häufiger gesagt. Ich bin traurig. Ich bin glücklich. Manchmal möchten Sie etwas erklären oder fragen, aber die andere Person versteht es nicht. Dann hören Sie oft: »Tut mir leid, ich verstehe das nicht.« Das passiert. Und das ist ganz normal. Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Ich weiß. Ich weiß nicht. Das weiß ich. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Es tut mir leid. Hier gibt es ein paar Sätze über Hobbys. Später lernen wir noch mehr dazu und üben verschiedene Beispiele. Jetzt üben wir mit diesen Beispielen. Was sind Ihre Hobbys? Was sind deine Hobbys? Ich spiele gern Fußball. Ich lese gern Kriminalromane.
Lesen Sie gerne Liebesromane? Liest du gerne Liebesromane? Ja, ich lese gerne Liebesromane. Mein Lieblingsbuch ist Inferno von Dan Brown. Wo liegt Deutschland? Deutschland liegt mitten in Europa. Deutschland grenzt an 9 Länder. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Anna. Und du? Ich heiße Paul. Wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Kommst du aus Polen? Ja, und du? Woher kommst du? Ich komme aus Australien. Wie bitte? Aus Australien. Ah, ich habe jetzt verstanden. Aus Austria. Nein, nein. Das ist Österreich. Ich komme aus Australien. Es ist ein Kontinent. Dort gibt es viele Kängurus. Ich verstehe. Du kommst aus Australien. Genau. Hallo Stefan. Hallo, Christina. Wie geht es dir? Gut, danke. Guten Tag, Herr Meier. Guten Tag, Frau Schmidt. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Hallo, ich heiße Laura. Und du? Ich heiße Christina Woher kommst du? aus der Ukraine. Aus Odessa? Ja. Woher weißt du das? Ich kenne nur 2 Städte in der Ukraine, Kiew und Odessa. Und ich habe einfach geraten, dass du aus Odessa kommst. Und du? Woher kommst du? Aus Berlin. Guten Morgen, Christina. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut. Wie war dein Wochenende? Sehr schön, danke. Ich war am Samstag in der Stadt und am Sonntag im Park. Hallo Kerstin, was hast du heute gemacht? Hallo Anton. Ich habe zu Hause einen Film geschaut. Und du? Ich habe draußen Sport gemacht. Was für einen Film hast du gesehen? Ich mag romantische Filme. Ich habe Ticket ins Paradies gesehen. Und du? Magst du auch Filme? Ich mag auch Liebesfilme. Schön. Wollen wir zusammen einen Film anschauen? Warum nicht? Ich arbeite morgen nicht. Wir können uns treffen. Super. Bis morgen, Anton. Tschüss, Kerstin. Bis morgen. Das ist Lisa. Sie ist 25 Jahre alt. Sie wohnt in Hamburg. Jeden Tag geht sie zur Arbeit. Sie arbeitet in einem Büro. Lisa mag Tiere. Sie hat eine Katze. Die Katze heißt Max und ist sehr lustig. Außerdem liest sie gerne Bücher. Am Wochenende trifft sie sich mit Freunden. Zusammen trinken sie Kaffee und reden viel. Lisa spricht Deutsch und lernt auch Englisch.
Das ist Tim. Er kommt aus England und lebt in Deutschland. Er lernt Deutsch und ist neu in der Sprachschule. Heute ist sein erster Tag. Er geht in die Klasse und sieht viele neue Leute. Die Lehrerin heißt Frau Schmidt. Sie ist freundlich. Er setzt sich neben Maria. Sie kommt aus Spanien. Die Lehrerin fragt die Studenten, wie sie heißen und woher sie kommen. Tim sagt: Ich bin Tim, ich komme aus England. Maria sagt: Ich bin Maria, ich komme aus Spanien. Die Klasse lernt sich kennen. Nach der Schule trinken Tim und Maria zusammen einen Kaffee. Sie sprechen Deutsch, um besser zu lernen. Der erste Tag in der Sprachschule war schön. Das ist Leonie Schulz aus Österreich. Sie arbeitet aber in Deutschland und reist sehr viel. Sie ist Ingenieurin. Heute fährt sie nach Kiel. Am Donnerstag und Freitag wird sie noch in Kiel bleiben. Am Samstag fährt sie zurück nach Wien. Ich heiße Mala Kumari. Der Name ist indisch. Ich komme aus Indien, aus Mumbai. Ich lebe jetzt in Deutschland, in München. Die Stadt München liegt in Süddeutschland. Sie ist die Hauptstadt von Bayern. Ich spreche Deutsch, Indisch und Französisch. Lena und Tom gehen zusammen zum Supermarkt. »Was brauchst du?« fragt Tom. »Ich brauche Butter, Milch und Brot«, sagt Lena. »Und du?« »Ich brauche auch Milch und Käse.« Sie suchen die Milch. »Hier ist sie«, sagt Lena und zeigt auf das Regal. Tom nimmt eine Packung Milch. Lena legt Bananen in den Wagen. »Ich liebe Bananen, ich esse sie immer.« Tom zeigt auf einen großen Apfel. »Der ist sehr groß.« »Ja, wirklich wunderbar.« An der Kasse sucht Tom in seiner Tasche. »Oh nein, ich habe mein Geld vergessen.« Lena lacht. »Kein Problem, ich zahle.« Tom ist glücklich. »Danke, Lena, du bist super.« Nach dem Einkauf gehen sie nach Hause. »Ich bin müde«, sagt Tom. »Ich auch. Lass uns Tee trinken«, sagt Lena. Fernando Gomez aus Spanien. Mein Name ist Fernando Gomez. Ich bin 31 Jahre alt und komme ursprünglich aus Spanien. Seit 2 Jahren lebe ich in Essen, Deutschland. Ich habe eine Freundin und 2 Katzen. Mein Beruf ist Fitnesstrainer. Jeden Morgen um 7 Uhr gehe ich ins Fitnessstudio. 1 Stunde lang trainiere ich meinen Körper. Dann gehe ich duschen. Um 8 Uhr fängt meine Arbeit an. Ich helfe den Leuten bei den Geräten. Manchmal gibt es auch Kurse. Dann kommen 20 Leute und ich zeige ihnen Übungen. Um 13 Uhr mache ich Mittagspause. Meistens esse ich Salat mit Fleisch oder Reis mit Gemüse. Ich koche sehr gerne. Ernährung ist mir wichtig. Meiner Freundin schmeckt mein Essen. Ich koche jeden Abend für sie. Sie ist Deutsche, spricht aber Spanisch. Ich kann noch nicht so gut Deutsch, deshalb sprechen wir Spanisch miteinander. Einmal in der Woche gehe ich zum Deutschkurs. Dort lerne ich Grammatik und Vokabeln. Ich freue mich, dort zu lernen und zu üben.
Meine Lehrerin ist sehr lustig, deshalb gehe ich gerne zum Kurs. Im Sommer gehe ich auch oft Fahrrad fahren oder wandern. Ich finde die Natur in Essen sehr schön. Mir gefällt es hier sehr gut. Ich lebe jetzt in Deutschland, weil meine Freundin hier lebt. Sie ist die beste Freundin der Welt. Der Frühling. Das Frühjahr. Der Sommer. Der Herbst. Der Winter. Frühling in Südtirol. In Südtirol ist es jetzt Frühling. Im Frühling ist es hier oft wärmer als in Deutschland. Der Frühling ist eine schöne Zeit. Die Sonne scheint und es ist warm. Die Blumen blühen und das Gras ist grün. Es ist schön, draußen zu sein. Manchmal regnet es. Das Wetter ist nicht immer gleich. Sommer in Heidelberg. In Heidelberg ist jetzt Sommer. Es ist oft warm und sonnig. Die Nächte sind aber kalt. Manchmal regnet es und es ist windig. Im Sommer ist es in Heidelberg heiß. Die Tage sind lang und die Nächte sind kurz. Es ist oft über 30 Grad. Der Himmel ist blau. Herbst in Dortmund. In Dortmund ist jetzt Herbst. Die Tage werden kürzer und es ist nicht mehr so warm. Die Blätter sind rot und gelb und fallen von den Bäumen. Es ist etwa 10 Grad warm. Der Herbst ist eine schöne Zeit. Die Natur ist bunt. Die Menschen gehen spazieren oder machen einen Ausflug in den Wald. Winter in Kiel. In Kiel ist es jetzt Winter. Es ist kalt und es gibt viel Schnee. Die Sonne scheint nicht. Der Himmel ist grau. Auf den Straßen ist Eis. Es ist unter 0 Grad. Im Winter ist es in Kiel oft kalt und nass. Die Menschen tragen warme Kleidung und Schuhe. Die Kinder spielen im Schnee. Okay, passen Sie auf. Hier steht ein Lerntipp, wie Sie neue Wörter besser lernen können. Erstens. Wenn Sie ein neues Wort lernen, sagen Sie es laut. Warum? Weil Sie sich das Wort besser merken können, wenn Sie es laut aussprechen. Zweitens. Lernen Sie nicht zu viele Wörter auf einmal. Maximal 6 oder 7. Wenn Sie zu viele Wörter auf einmal lernen, vergessen Sie sie schneller. Und drittens, wiederholen Sie die Wörter regelmäßig. Das heißt, üben Sie sie immer wieder. Zum Beispiel jeden Tag 5 Minuten. So bleiben sie länger in Ihrem Kopf. Verstanden? Das Haus. Das Handy. Das Fahrrad. Das Flugzeug.
Der Füller. Der Fußball. Der Radiergummi. Das Bild. Die Gitarre. Die Blume. Der Bus. Der Hamburger. Die Brücke. Der Fluss. Die Disco. Der Bleistift. Das Auto. Der Hund. Wenn Sie neue Wörter lernen möchten, schreiben Sie diese Wörter auf kleine Karten. Das hilft Ihnen sehr, weil Sie die Wörter öfter sehen und wiederholen können. Sie können die Wörter auch auf Post-its schreiben und an Ihre Möbel kleben. Zum Beispiel schreiben Sie der Hund auf ein Post-it und kleben Sie es an Ihren Schreibtisch. So lernen Sie die Wörter im Alltag ganz nebenbei. Der Junge. Das Mädchen. Die Klasse. Das Klavier. Die Handynummer. Die Kreide. Die Lampe. Das Land. Der Lehrer. Der Mülleimer. Die Pizza. Das Radio. Das Museum. Das Taxi. Das Schiff. Der Rucksack. Die Hausaufgabe. Der Schüler. Die Stadt. Die Seite. Der Stuhl. Der Tisch. Der Text. Die Übung. Das Lineal. Der Kugelschreiber. Kugelschreiber ist das lange und formelle Wort für einen Stift. Aber im Alltag, besonders in der Schule, im Büro oder am Arbeitsplatz, sagt man oft einfach Kuli. Das ist die Abkürzung und wird viel häufiger benutzt. Das Fenster. Die Werkstatt. Der Zug. Die Zeitung. Ein bisschen. Ein wenig. Ein bisschen und ein wenig bedeuten dasselbe und werden für unzählbare Dinge verwendet, zum Beispiel Wasser. Ich hätte gerne ein bisschen Wasser oder ein wenig Wasser. Im Alltag sagt man häufiger ein bisschen. Ein anderes Beispiel. Ich habe ein bisschen Hunger. Für zählbare Dinge hingegen verwendet man ein paar. Zum Beispiel, ich hätte gerne ein paar Flaschen Wasser. Das Gegenteil von ein bisschen
ist gar nicht oder kein bisschen. Zum Beispiel, ich habe gar keinen Hunger. Gar nicht. Kein bisschen. Zusammen. Also. Jetzt. Alle. Überhaupt. Manchmal. Genau. Genug. Immer. Oft. Klar. Klar heißt oft verstanden oder natürlich. Zum Beispiel, hilfst du mir? Klar. Nie. Vielleicht. Sicherlich. Sondern. Schließlich. Und. Sehr. Oder. Aber. Deshalb. Viel. Sofort. Gern. Hier. Etwas. Auch. Beide. Zwischen. Nur. Hoffentlich. Wieder. Wirklich. Noch. Schon. Nicht wahr? Nicht wahr? Benutzt man am Ende vom Satz, um zu fragen, ob es stimmt. Zum Beispiel, das ist dein Buch, nicht wahr? Oder du kommst heute, nicht wahr? Ganz leicht zu verstehen. Schade. Stimmt. Ausländisch. Ausländisch bedeutet aus einem anderen Land. Zum Beispiel, das ist ein ausländisches Produkt. Man benutzt es, um zu sagen, dass etwas nicht aus dem eigenen Land kommt. Besser. Falsch. Früh. Geschieden. Geschieden beschreibt den Familienstand und bedeutet nicht mehr verheiratet. Ein Beispiel wäre: Ich bin geschieden. Es zeigt, dass jemand früher verheiratet war, aber jetzt nicht mehr. Gestern. Toll. Wunderbar. Später. Schrecklich. Ohne. Mit. Lernen Sie diese Wörter auswendig, denn Sie werden sie in vielen Sätzen sehen. Schreiben Sie sie in Ihr Notizbuch und wiederholen Sie sie regelmäßig. Das hilft Ihnen beim Lernen.
traurig, glücklich, alt, jung, neu, alt, hässlich, schön, schnell, langsam, warm, kalt, dünn, dick, dünn, dick, sauer, süß, schwer, leicht, satt, hungrig, sonnig, wolkig, hübsch, gut aussehend, arm, reich, froh, sauer, intelligent, dumm, stark, schwach, links, rechts, gut, schlecht, krank, gesund, verheiratet, geschieden, ledig, verheiratet, gut, böse, fleißig, faul, billig, teuer, groß, klein, kurz, lang, groß, klein, groß, klein, Schauen Sie mal diese Liste an. Diese Verben gehören eigentlich nicht zum A1-Niveau. Sie sind ein bisschen schwieriger und kommen oft erst in höheren Kursen vor. Trotzdem finden Sie sie manchmal in Büchern oder hören sie im Unterricht. Warum? Weil sie oft gebraucht werden, zum Beispiel bei Übungen oder Erklärungen. Machen Sie sich aber keine Sorgen. Wir werden diese Verben zusammen üben und Sie werden schnell merken, wie einfach sie zu verstehen sind. ankreuzen, aufschreiben, berichten, bilden, diskutieren, eintragen, ergänzen,
fehlen, kombinieren, markieren, notieren, passen, übersetzen, verwenden, wiederholen, zuhören, zuordnen,